Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Ich bin jetzt schon mehrmals gefragt worden, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man eine Applikation per Hand macht. Da ich das noch nie selber gemacht habe, musste ich mich erstmal informieren und habe jetzt aber 3 verschiedene Arten für euch erarbeitet. Die moderne Version, die klassische Version und eine 3D-Version. Bei der modernen Version und bei der klassischen Version solltet ihr ein Kontrastgarn verwenden. Also nicht das in der gleichen Farbe wie das Motiv, weil das sieht eigentlich schön aus, wenn das eine andere Farbe hat. Bei dem 3D, da solltet ihr eine Fadenfarbe nehmen, wo zum Motiv passt, weil da sollte man den Faden nicht sehen. Bei der modernen und bei der klassischen Version solltet ihr Flisofix verwenden. Flisofix ist ein doppelseitiges Klebeflies, mit dem ihr euer Motiv auf eurem Basisstoff fixieren könnt. Das hat den Vorteil, dass es erstmal schön plan liegt, dass es nicht ausfranst und ihr es auch besser nähen könnt, weil ja nichts mehr verrutscht. Bei der 3D-Version solltet ihr das nicht mit Flisofix machen, weil ihr müsst hier die Nahtzugabe umschlagen und das geht nicht mehr, wenn es mit Flisofix aufgebügelt ist. Hier habe ich die Lösung und verwende Volumenvlies. Das zeige ich euch dann im Video. Ich zeige euch auch das Ganze mit schwarzem Faden, damit ihr es besser erkennen könnt. Die Bezugsquellen und Infos und weiterführende Anleitungen zu diesem Video findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich mache keine Werbung für irgendwelche Firmen, ich mache das von mir aus, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Abonnieren ist hier kostenlos. Und wenn ihr dann noch die kleine Glocke nebendran aktiviert, dann erfahrt ihr immer, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Das ist die moderne Art, das ist die klassische Art und die 3D-Art. Hier ist es etwas wellig, da ich kein Flisofix verwendet habe. Ein Herz habe ich schon mal mit Flisofix aufgebügelt und ihr seht, es ist schön glatt, franzt dadurch auch nicht aus und lässt sich leichter nähen. Und für diese beiden reicht eine Größe. Um aber die gleiche Größe hier zu erhalten, müsst ihr den Stoff um eine Nahtzugabe größer ausschneiden. Ich habe hier eine zweite größere Schablone gemacht, weil man die Nahtzugabe ja nach innen umschlagen muss und dann erst näht. Jetzt mache ich das zweite Herz genau wie dieses hier. Auf die Papierschicht vom Flisofix zeichnet ihr euer Motiv auf. Habt ihr ein asymmetrisches Motiv, müsst ihr es spiegelverkehrt aufzeichnen. Schneidet es aber exakt aus, nicht so wie ich, und legt das Motiv mit der Papierseite nach oben auf die linke Stoffseite auf und bügelt es gemäß Anweisung fest. Und nun ausschneiden. Ich muss hier leider eine scharfe Papierschere nehmen. Wenn ihr exakt ausgeschnitten habt, könnt ihr eine Stoffschere benutzen, da ihr dann am Stoff entlang schneidet. Jetzt das Trägerpapier abziehen. Hier befindet sich jetzt die Klebeschicht. Und nun mit der Klebeschicht nach unten auf euren Basisstoff auf die gewünschte Stelle auflegen und am besten mit einem Bügeltuch gemäß Anweisung aufbügeln. Jetzt kommt die 3D-Art. Hier zeichnen wir mit einem Trickmarker oder dem Friction Ball die Konturen der größeren Schablone auf. Dann die Schablone mit der eigentlichen Größe auflegen, so dass ringsrum der gleiche Abstand, sprich die Nahtzugabe, sichtbar bleibt, und mit dem Marker drum herum zeichnen. Und nun, wenn ihr wollt, das Volumenvlies aufbügeln, in der Größe des kleineren Motivs. Ich habe zur Auswahl das dickere H640 oder das dünnere H630. Ich nehme das dickere und schneide das kleinere Motiv dafür aus. Zuerst auf die linke Stoffseite das größere Motiv aufzeichnen und ausschneiden.
Dann auf diese linke Seite das Motiv aus Volumenvlies auflegen, sodass ringsrum der gleiche Abstand ist, also die Nahtzugabe stehen bleibt, und gemäß Anweisung am besten mit einem Bügeltuch aufbügeln. Um es für das folgende Nähen einfacher zu machen, zeichnen wir auf die rechte Stoffseite nun die Nahtzugabe ein, sprich wir benutzen dazu die kleinere Schablone. Nun sind alle Vorbereitungen zum Nähen gemacht, jetzt kann es mit dem Nähen losgehen. Ich fange mit der Modern Art an. Einfachen Faden einfädeln und einen dicken Knoten machen. Von unten nach oben im gewünschten Abstand zum Rand durchstechen und Faden durchziehen. Bei mir ist der Abstand ca. 3 mm. Nun ein kurzes Stück zurück, ca. 5 mm, einstechen und nach links ein größeres Stück, ca. 1 cm, wieder ausstechen und Faden durchziehen. Und jetzt immer versetzt zurück einstechen und nach links ein Stück weiter von der letzten Ausstichstelle wieder ausstechen. Die Stiche können total unregelmäßig sein, denn dadurch wirkt das Ganze erst. Das ist ja das Tolle, dass man hier nicht korrekt arbeiten muss. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, ist, dass der Abstand zum Rand immer gleich bleibt. Hier bei der Herzmulde auf Höhe der Mulde ausstechen und dann rechts versetzt einstechen und quer rüber nach links wieder ausstechen und dann ganz normal weiter. Wenn der Faden zu Ende ist, den letzten Stich zur Rückseite führen, hinten verknoten und Faden abschneiden. Und dann mit neuem Faden einfach weiternähen. Ihr könnt auch eine zweite Reihe nebendran nähen, wenn ihr wollt. Nun zur Classic Art. Ich verwende hier das extra starke Garn M782 von Gütermann, einfach genommen und dicken Knoten gemacht. Ihr könnt auch Stickgarn verwenden. Von hinten nach vorne direkt an der Motivkante durchstechen. Und nun den Faden parallel zur Kante, ca. einen halben Zentimeter von der Kante entfernt, wieder einstechen. Und an der gleichen Stelle vom ersten Stich wieder ausstechen. Den Faden nach rechts als Schlaufe oben drüber legen und dann im Abstand von ca. 3 bis 5 mm neben dem letzten Stich im Motiv wieder einstechen und parallel an der Kante wieder ausstechen. Die Schlaufe liegt hinter der ausstechenden Nadel. Faden anziehen und der Faden liegt nun an der Kante entlang. Das Ganze wiederholen. Schlaufe legen, im Motiv einstechen, an der Kante ausstechen, Schlaufe hinter die Nadel führen, Faden durchziehen und dabei den Faden immer wieder leicht anziehen, sonst wird es zu locker. Hier an der Spitze muss der Abstand im Motiv kürzer werden. Gegenüber der Spitze einstechen und direkt an der Spitze wieder ausstechen. Nächsten Stich wieder enger am vorhergehenden Stich einstechen und im gleichen Abstand von den Kantenstichen wieder ausstechen. Sieht ein bisschen wie ein Fächer aus, also immer parallel zur Kante arbeiten.
Ihr könnt euch eine Hilfslinie innerhalb des Motivs ziehen, damit der Abstand zur Kante immer gleich ist. Ist der Faden zu Ende? Beim letzten Ausstechen 1 mm rechts daneben wieder einstechen und den Faden auf die Rückseite ziehen. Und hier vernähen, verknoten und Faden abschneiden. Mit neuem Faden an der letzten Ein-Ausstichstelle von der Rückseite nach vorne durchstechen. Dann wieder Schlaufe legen und weiter wie gewohnt. Auch bei Rundungen immer parallel zur Kante arbeiten. Dabei innen wie außen die Stichabstände anpassen, also enger oder weiter. Hier bei der Herzmulde müssen wir nicht parallel, sondern angepasst arbeiten, wie bei der Spitze, nur andersherum. Hier müssen wir den Stichabstand im Motiv weiter oder an der Kante kürzer halten. Auch hier wie ein Fächer, nur andersherum. Wie ihr seht, sind hier im Motiv die Abstände weiter. Aber in der Mulde laufen die Fäden zusammen. Und dann wieder parallel zur Kante weiter. Beim letzten Stich wieder in die Anfangsausstichstelle einstechen, auf die Rückseite führen, dann vernähen, verknoten und Faden abschneiden. Nun zur aufwendigsten Applikationsart. Einfachen Faden einfädeln und Knoten machen. Beim vorbereiteten Motiv an der angezeichneten Linie die Nahtzugabe zur Rückseite umknicken. In der Mulde bis kurz vor der Linie einschneiden. Mit der Fließlineseite nach unten auf die angezeichnete Stelle übereinstimmend auflegen und mit einer Nadel fixieren. Und jetzt an einer beliebigen Stelle im Basisstoff von der Rückseite her an der inneren Linie nach vorne durchstechen. Die Nahtzugabe nach innen umschlagen. Und jetzt wird die Zaubernaht angewendet. Genau auf der gleichen Höhe der Ausstichstelle in die Motivkante einstechen, ein paar Millimeter links wieder ausstechen und nun wieder auf der gleichen Höhe vom Ausstechen in die Linie vom Basisstoff einstechen und ein paar Millimeter nach links auf der Linie wieder ausstechen, wie bei der Zaubernaht.
Den Link zur Anleitung der Zaubernaht findet ihr unten in der Infobox. Habe den Faden jetzt extra locker gelassen, damit ihr nun besser seht, wenn ich den Faden anziehe. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Kein Faden zu sehen. Cool, oder? Und in diesem Stil näht ihr jetzt ringsum das Motiv fest. Einen Stich von der Spitze innen halten und die Spitze von den beiden Seiten einschlagen. Und den nächsten Stich in die Spitze enden lassen und dann normal weiternähen. Auch in der Herzmulde Nahtzugabe einschlagen und genauso nähen. Ein Stich sollte auch wie bei der Spitze im Muldenmittelpunkt enden. Den letzten Stich im Motiv nicht nach außen, sondern zur Rückseite ausstechen. Vernähen, verknoten, Faden abschneiden. Und trotz schwarzem Faden sieht man ihn kaum. Hätte ich rot genommen, wäre gar nichts zu sehen. So, das waren die 3 Applikationsversionen: Modern Art, Classic Art und 3D Art. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!